Aber ja, so ein vorläufiges Fazit. Also ich würde sagen, Dungeon wirkt solide. Man kann Heereswaffen droppen. Leveln eher nicht so gut. Aber eigentlich muss man es ja auch nicht. Mein Level Reach Event läuft okay. Aber du musst für die komplette Questreihe nur 160 sein. Für den Boss musst du auch nur 160 sein. Und 160 kann man locker ohne Leveln nur durch Tower Dailies schaffen. Viele sind schon 160. Also ist eigentlich nicht so wirklich wichtig. Oder man levelt halt in Envy Depths, theoretisch. Aber das Wichtige war ja eigentlich, dass der Boss gute Drops hat. Und er droppt eigentlich literally alles, was man in Cursed Dungeons droppen kann. Das ist wichtig und richtig. Plus er droppt Heereswaffen 0,1 bis 1. Klingt gut. Klingt so, als würde man, wenn man den Boss jeden Tag macht oder jeden Tag sogar mit 2-3 Chars macht, im Endeffekt so ähnlich wie... müsste ich nachschauen, aber Red Meteor hat, glaube ich, so ähnliche Dropraten. Also wahrscheinlich ungefähr so selten wie Bloody Waffen bei Red Meteor. Oder ein bisschen seltener vielleicht, je nachdem. Aber ja. Also Dungeon würde ich sagen, passt. Mobdichte ist halt ein bisschen enttäuschend, wenn man wirklich leveln will. Das könnten sie vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Mobdichte mal 2. In den großen Räumen zumindest, nicht in den engen Gängen. Da wäre es ätzend, wenn Mobdichte mal 2 wäre. Aber zumindest in den großen Räumen könnten sie es mal 2 machen. Denke ich. Und genau, das passt. Dann St. Morning Arena ist mir persönlich egal, aber sieht zumindest cool aus. Also für Leute, die gerne in der PvP-Arena chillen, sieht schon tausendmal geiler aus als die alte SM-Arena. Also definitiv auch ein fettes Upgrade optisch. Vom Prinzip her ist es ja das gleiche. Eigentlich sogar ein bisschen Nostalgie. Manche Leute sagen ja wahrscheinlich, die alte SM-Arena ist die nostalgischste. Aber Not Gonna Lie ist halt auch die beschissenste mit den Treppenstufen und so. Das war ja auch der Grund, warum sie es geändert haben. Weil die Treppen so heftig genervt haben und für so viele Bugs gesorgt haben. Und so weiter. Mit Hindernissen und den ganzen Scheiß. Genau. Und optisch, wie gesagt, heftiges Upgrade. Passt auch. Dann Pet Reroll. Denke ich mal, ist für die meisten Leute irrelevant. Da für Leute, die halt wirklich schon richtig krasses Pet haben, wo nur ein Level nicht perfekt ist und sie können es nicht mehr rerollen. Auch nicht schlecht. Blessing of Goddess und Blessing of the Demon. Bin ich persönlich kein so großer Fan von. Blessing of Goddess kostet viel zu viel Geld. Lohnt sich nicht. Und Blessing of the Demon braucht man viel zu viele davon. Also 80% von Blessing of the Demon schlagen fehl. Das heißt, selbst wenn du 10.000 Stück hast, schlagen 8.000 fehl und kriegst einfach gar nichts. Also es hört sich so an, als müsste man davon, wenn man wirklich, also wenn man auf perfekte Stats aus ist, brauchst du wahrscheinlich literally Zehntausende. Und selbst wenn man nur auf gute Stats aus ist, braucht man wahrscheinlich auch schon über 1.000. Weil du musst es ja auf jedes CS-Teil 2-mal machen, also das ist schon ziemlich heftig. Und ja. Also, I don't know. Wird sich zeigen, wie teuer die Dinger dann auch sind und so. Aber ich denke, das lohnt sich für die meisten Leute eher nicht. Nur für die Hardcore-Schwitzer, die unbedingt perfekte Rolls oder sehr gute Rolls haben wollen. Für alle anderen wird es wahrscheinlich nicht so relevant sein. Und ja. Dann war es eigentlich eh schon fast alles. Wenn ich nichts vergessen habe. Bis auf eben Lifestyle. Und beim Lifestyle ist halt das Problem für mich persönlich, es wird wahrscheinlich stehen und fallen mit den Power-Ups. Also Schmuck, wenn es wirklich der CW-Schmuck plus 5 ist, wenn es das Einzige ist, was man da craften kann an Accessories, und das wird es höchstwahrscheinlich sein. Ist nicht schlecht, aber ich meine, grundsätzlich ist der CW-Schmuck, also außer die Speedos, diese 42% Blockrate, 21% pro Ring, ich meine, die könnten schon für manche Sachen relevant werden oder relevant sein. Weil man sich dann auch die zweite Stat-Page sparen kann bei manchen Klassen vielleicht. Und man switcht einfach auf 2 Speedos für gewisse Dinge. Ist dann chilliger und vielleicht sogar... Also du kannst ja dann auch ohne Cooldown wechseln. Das ist wahrscheinlich besser dann als zweite Cast-Time oder so. Zweite
Stat-Page. Und man geht doch einfach als Knight 4-Piece Defender und 1 Speed plus 5 oder so. Naja, Knights haben es eigentlich eh schon so gemacht, dass sie Decks statten einfach. Aber das kannst du jetzt theoretisch auch drauf verzichten. Naja, eigentlich nicht wegen der Ausweichrate. Kommt drauf an. Aber ich denke halt, das ganze Lifestyle-Zeug, also die Furniture wird irrelevant sein. Also Möbel craften, ganz ehrlich, who the fuck cares about Möbel? Das wird einfach irrelevant sein. Und es wird halt wirklich, es werden die Power-Ups sein, die an dem Lifestyle-Up, wofür das Lifestyle-Update am relevantesten sein wird. Diese Elemental Mastery Power-Ups. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man diese Fox, also es gibt diesen Potion of the Fox A+, der gibt 14 Int. Vielleicht kann man den ja zusätzlich zu, also glaube ich zwar ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht kann man den ja zusätzlich zu dem normalen Potion benutzen. Zu dem Elixier, besser gesagt. Ne, ist ja Flask. I don't know. Ja. Also, für mich ist halt das Problem, für mich persönlich. Ich bin halt nicht der größte Power-Up-Fan. Ich habe keine wirkliche Lust, Geld für Power-Ups auszugeben. Und selbst wenn die Power-Ups besser sind als die aktuellen besten, beziehungsweise man manche Power-Ups mit den aktuellen Power-Ups verknüpfen kann und zeitgleich nutzen kann und so weiter. Für mich ist es halt deswegen irgendwie auch wieder fast irrelevant, weil ich gebe ja nicht mal für die jetzigen Power-Ups Geld aus, weil ich so ein Geizkragen bin. Und das heißt, für die neuen Power-Ups müsste ich ja erstmal farmen und Geld ausgeben. Also ich müsste Zeit investieren, Geld investieren. Für Sachen, die ich, wenn überhaupt, da wahrscheinlich sowieso an andere Leute verkaufen würde. Und das lohnt sich ja dann wahrscheinlich auch wieder kaum. Vermutlich nur, wenn, scheiße, jetzt habe ich meinen Action-Slot angebindet. Das lohnt sich dann halt wahrscheinlich auch wieder nur, wenn man dann wirklich dieses 5er-Recipe hat. Und das kriegst du wiederum nur, wenn du richtig heftig reinsuchtest. Also es ist halt alles so ein bisschen so, sehr viel Zeitinvestment in etwas, wovon ich persönlich halt nicht viel halte. Also generell Power-Ups craften. Und vom Prinzip her ist es ja so ähnlich wie Catchern. Und Catchern habe ich ja immer verteufelt. Rumfliegen, Catcher suchen habe ich immer verteufelt. Dass mir das keinen Spaß macht, dass ich das langweilig finde. Berries sammeln, genau das gleiche. Heißt nicht, dass es schlecht ist und so. Weil ich das mit der Rangliste schon stark kritisieren würde. Ich finde das mit der Rangliste schon ein bisschen ein Joke mit der Top 5. Dass du quasi die mit Abstand süchtigsten Spieler mit einem Monopol auf gewisse Rezepte belohnst. Das ist irgendwie, es klingt irgendwie echt falsch. Das klingt richtig dämlich. Also davon bin ich auf jeden Fall nicht überzeugt. Aber generell ist es halt für mich, wie gesagt, schwierig, weil ich halt den Mehrwert dieser Power-Ups nicht anerkenne. Also, oder besser gesagt, ich erkenne es schon an, aber ich habe keinen Bock dafür zu farmen. Und generell bin ich halt kein Fan von Content, deswegen mache ich eigentlich auch nie was anderes außer grinden. Ich bin halt kein Fan von Content, wo man nicht wirklich minütlich den Progress fühlt. Also ich brauche halt eigentlich wirklich diese permanente Bestätigung, I guess, für mein Gehirn. Ich mache hier irgendwas, ich bekomme Geld, ich bekomme XP. Und wenn ich rumfliege und so, klar, man levelt seine Mastery Points, man farmt die Materialien, man geht zurück, man craftet. Aber wie gesagt, wenn es dann eh von diesem High-Level-Rezept abhängig ist, dass man nur in den Top 5 bekommt, das wirst du halt einfach nicht hinbekommen, wenn du nicht 24/7 nur noch rumfliegst und das Lifestyle grindest. Und das ist halt der Grind, auf den ich eher nicht so viel Lust habe. Aber es ist halt mein persönliches Problem, wie gesagt. Meine persönliche Meinung. Also ich meine, man kann es noch nicht wirklich bewerten, würde ich sagen, fairerweise. Es ist noch viel zu früh, um hier irgendwas endgültig zu bewerten. Aber so von den ersten Eindrücken, das ist so mein Fazit.